Geil. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren S13 React. Und zwar schauen wir uns heute die neuen Videos von LOL Please bzw. Entwicklervideo an und vielleicht noch das Video von Remus, wo die Nico Rework Abilities liegt und New Release Date drin steht. Das ist aber schon einen Monat her, also da weiß ich noch nicht, ob ich das mal anschauen möchte. Und vielleicht sogar noch ein Jungle Guide für Season 13 von Autofield, weil ich habe tatsächlich vor, in Season 13 endlich Gold zu hitten, auch wenn das tatsächlich für Season 13 gar nicht mehr mattert, weil man jetzt, egal auf welcher Elo-Belohnung bekommt. Wow. Ziemlich underwhelming. Egal, ich will trotzdem Gold hitten, weil ich sehe mich nicht mehr in Silber und ich habe keinen Bock mehr auf Silber. Es ist komplett disgusting. Aber ich werde mich damit auseinandersetzen müssen, um nach Gold zu kommen, weil ich League of Legends und ich liebe es eigentlich auch Rank zu spielen, nur mache ich das zu wenig, weil irgendwie diese Überwindung, ständig ins Rank zu gehen und dann zu kassieren, ist halt mad und eigentlich müsste ich das immer mit jemandem zusammenspielen. Das habe ich natürlich jetzt die Chance dazu. Das vielleicht mit Tim, Meliodas zu machen oder mit Johannes, je nachdem. Genau, also ich möchte Gold hitten und ja, egal. Deswegen Jungle Guide wäre, glaube ich, auch ganz nice. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in das allererste Video, beziehungsweise eigentlich ist das aktuellste Video von League of Legends Germany. Also eigentlich müssten wir die anderen Videos zuerst nehmen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir nehmen, glaube ich, zuerst den Lagebericht, also den State of the Game. Aua, mein Gehör wird explodiert. Das ist sehr, sehr laut. Ich weiß gar nicht, wie laut es für euch ist. Hey everyone, I'm Matthew Froxon Long Harrison. I'm the design lead of the Summoners Rift team. And I'm Patrick Petrie Noonan. I'm the product lead of the Summoners Rift team. Servus, and guys. The Summoners Rift Hello, team, we own welcome. game health and game balance and all of the major game system updates in League of Legends. Das sind die Balancer. Like the champion durability update and preseason that we do each year. Bin sehr gespannt. Durability Patch war gut. State of the game and balance and things that we spend a lot of time thinking about working on. Schwierig, aber ist okay bis jetzt. Position health, and when I say position, I mean like top, jungle, mid, ADC, and support, of course. We look at select rates, like how many people are playing ADC stand da gar nicht im feel and think when they're playing that, but we also think a lot about something called position agency too. Yeah, so for position agency, unlike champion win rates, we can't really look at the win rates of a position because there's one in each team. And so instead we look at something called position agency, which is the impact of position on the game's outcome. Top Lane, wir alle wissen, if a jungler were Impact. And Jungler, kill, that's likely going to be some amount of impact towards the game outcome. And so we use a combination of some data models to figure out position agency, as well as our intuitive understanding as game designers and as players of the game, to see whether a position is powerful or not. When you look at like how Jungle ist zu schwach, ihr müsst Jungle ein bisschen buffen, finde ich. Right now, is there anything you're seeing that stands out as needing a bit more attention? Throughout the year, we did changes like durability update, the objective changes in patch 12.14, the teleport changes in patch 12.1, and these changes all tended to have one role getting the bad end of the deal, which was top lane. Tolkien schreit, ja! To be able to kill squishy champions playing in the mid or support or AD carry positions, as well as finding it harder to impact dragon fights, which had become a little more impactful overall to the game outcome. And so what we observed was top lane going down in agency, and so we tried to get some of that back in preseason. That's not to say our job there is done. We do think that there are some gaps. Ja, hört sich gut an, hört sich sehr gut an. Ich bin kein Top-Lane-Main, aber das ist tatsächlich... Top-Lane haben keinen Impact. Du kannst 10-0 gehen, kannst das Game trotzdem verlieren. Du kannst auch 0-20 gehen und das Game einfach gewinnen. Weil Top-Lane hat keinen Einfluss, seit 4 Jahren schon nicht. Yeah, and I know working on preseason, another one of the big things we were looking at is how we could improve jungle select. So
as probably a lot of players realize. Ja, that we also don't have the right amount Jungle of ist people schon eine playing sehr in different unbeliebte roles, Rolle, which ey. Du leads hast to other keinen things Einfluss like aufs Spiel, du increase in kannst nichts autofill, tun, like Kappa. less Ja, quality also Jungle ist jetzt auf matchmaking, jeden and so Fall, even würde though ich Jungle is a sagen, very powerful beliebter, role, we noticed that, you know, not quite as aber many immer noch players are recht wanting to stark. play it. Es ist So schon ein bisschen I do genervt, würde know ich fast that schon sagen. we've created some changes for preseason Aber man that hat we're jetzt hoping will trotzdem noch... encourage some players Es ist to nu try out the jungle for the freundlicher. first time, maybe shift back Ich selber over, muss sagen, ich fühle mich making it jetzt a sehr, little sehr bit more wohl im approachable. Jungle. In this latest preseason 2, we Oh, worked ja, on a die bunch of the new Tank-Items. like tank items together. Tank-Items And sind- kind of our approach to tank items in the latest preseason did like represent some shift in philosophy around kind of how we look at the mythic item system. Yeah, so when we first started with the mythic item system, we were generally looking at a few specific goals. We wanted players to always be able to choose between several different mythic items. finde ich gut. We Also ich always muss sagen, wanted ich finde mythic diese items to be Changes present ganz in the solide. build, and so they were generally tuned to be a strong early purchase. But as we've kind of seen it play out over the years, it's had a few negative effects. Namely, there are some champions who don't feel like they have a great mythic item, and so being forced to buy a mythic that doesn't feel right for their champion can feel pretty bad. And also, we've seen players wanting to opt into specific legendary items like Blade of the Ruined King that do feel great for their champion. Yeah. And so kind of our swing at the tank mythics in preseason kind of reflects a change in our philosophy, where we're not trying to pigeonhole champions into buying a specific mythic item every game. And the tank items are designed so that there are some mythics that you can purchase first, and there are some mythics that you can purchase second. And the whole system overall is just a lot more flexible. Das stimmt. But we Jackshot still zum wanted Beispiel mythic kannst du als items zweites bauen und to davor noch was present anderes this reinsplashen. kind of high fantasy, high, you know, build power over the game. Und Heartstil sollte with man the so früh mythic wie möglich passive, holen normalerweise. And we think that, you know, this will Also, strike kind of a good balance between Haben sie early relativ gut purchases of hingekriegt, muss mythic ich items sagen. and Klar, later die waren natürlich ein bisschen build-defining broken, purchases aber for them. so an And I und für sich know die we're Idee. still always looking at the different classes and champions in the game. While we are a bit looser on like, you know, you always have to choose between multiple mythic items, because if there's an item a champion loves, like that's fine. We want them to be able to take it. But we are still looking for cases where maybe a champion does want more choice in the item system and they don't have that. Das, Or maybe ja, there's das just wäre a gut. certain type of item that their champion would really benefit by and it's not even available as an option. So there might be new items coming out over the next year, perhaps. Yeah. Yeah, perhaps. Perhaps. Yeah, when Perhaps thinking new about items. Kind of the state of the game and balance in the Nicht game. I schlecht. know probably one of the hottest topics for players Champion is champion balance. balance. So Like habe ich that's das eigentlich kind of the schon main geliked, wie vehicle that Stulli players wird. experience the game. How strong is my champion? How strong is the enemy champion? It was really exciting to see the champion durability update go out, and we saw it live. The fights are lasting longer. Players have more opportunity for strategic decisions. It was exciting to see that this doesn't seem to have like impacted bloodiness or amount of fighting or kills. That was something we were worried about. And then we've also had a chance now to see this play out at the highest levels of play and professional play and at Worlds. Yeah. I think overall, like you said, we were very nervous about, you know, increasing the durability of every champion in the game and how that would impact bloodiness. However, we've kind of observed that there were some surprising outcomes from the objective changes in particular. We intended to make objectives a little more tanky, so there was more tension around fights, and to make them more rewarding to take in compensation for that. Das auf jeden And Fall. what we've Ja. observed is that, especially in pro play, engagements around stimmt, these sehr objectives spannend have geladene been Fights. very high Alter. tension. A team can't just like burst the dragon and then run away. Yeah. Instead, they have to, you know, kind of think carefully about how they're committing their resources. You know, maybe there's a bit of back and forth, and it's allowed for a lot Das ist more. sogar in just back and Low-Elo so forth between geworden, dass du teams and tatsächlich high-tension mittlerweile engagements, which has echt been genau really überlegen exciting musst, to weil du watch kannst nicht einfach overall ein Objective pro play anfangen. Da stage. kommen die Yeah, Gegner it's been angeschissen und exciting natzen dich. watching Also, that at Worlds. da musst du but, schon Kontrolle drüber now that haben. we're kind of focusing Was back sehr, sehr in cool on ist. live play Zwingt and die like Spieler ein the rest bisschen of the player nachzudenken. base and what champion Irgendwie. balance is like, we do still think there's opportunities to improve our current approach to champion balance. Yeah, for sure. So our champion balance framework that we did a few years ago, it served us pretty well. The game feels like it's in a pretty good spot numerically Ja, also ich muss balanced-wise. sagen, But moving natürlich, forward, I es think gibt immer wieder there's Dinge, die a lot of unbalanced sind, opportunity klar, in aber es making ist sure that champions feel good to mostly in einem play, sehr that they're angenehmen satisfying Spot, their sonst gameplay würden wir es ja nicht fantasy spielen. that the Also, player signs up for when they lock in their schon champion. nicht schlecht. And so Man even though a kann champion might vieles be schon numerically balanced, it einigermaßen doesn't in mean that they Ordnung spielen. necessarily feel the most satisfying that Natürlich they immer noch wieder can be Champions, to die play. bei And so 40% we Winrate want to sind, have aber a egal. kind of heightened focus on that moving through Und this manche year, Sachen fühlen sich halt as einfach well unfair as an. Das ist halt kind was of anderes, making als dass sure es that unfair all ist. champions Ja. fit a strategic purpose Aber in the game alongside that.
Ist wieder so eine There are a few other Sozialpsychologie hinter deficiencies dem with our champion balance framework that we've observed. So a Champion champion Links. might be quote unquote balanced, but they might be on the weak side of balanced or the strong side of balance for an Ja. extended period of time. Das auch. But it doesn't result in them being changed. And so we're kind Zum of Beispiel making sure Rise. that champions, especially when Asia. they've been in a certain state for a long time, either too weak or too strong, but not quite strong or not quite weak enough to receive a direct change, that those champions will be looked at. And so we think that there are many other small changes like this that we kind of need to investigate and see if they're going to be good to put into practice. Great. So speaking of a good state of the game and the start of the new rank season, Rank any season. recommendations for the players out there to start their rank climb? So I think the jungle is going to be a vibrant place for champions of all types to at least go in initially. We think the jungle pets are going to be Mittlerweile ja, kann man meaningfully tatsächlich jeden Champion improving jungeln. champions Sollte jungle man aber players nicht. and Also their du kannst ability trotzdem to, invaded werden perform in the und jungle. Some other stuff with the tank Ja, items I mehr think is going sein. to be super exciting. aber and, es ist yeah, we're tatsächlich super jetzt excited sehr, to sehr see how that anfängerfreundlich plays out. geworden. Yeah. So I'm an und für excited sich. to hopefully take my Singe back into the Oh jungle. Gott, We'll see how that works Digga, out. Singe. Wobei Singe but Jungle anyways, tatsächlich gar nicht so it's bad been a ist. pleasure Ganks sind talking solide. about just our thoughts on the state of the game, and we just want to wish all the players out there best of luck on their start of the rank season and happy climbing. Yeah, good Genau. luck. Riot hat leider einen Fehler gemacht. Die haben nicht wirklich gesagt, wann die Season beginnt. Die haben gemeint, entweder am 10. oder am 11. Und irgendwie waren sich die Leute nicht ganz so einig. Und wegen Zeitzonen und so, bla. Bei uns, soweit ich jetzt weiß, aber da muss ich gleich noch mal eine Quelle nachschauen, soll die Season am 11. Januar starten um 6 Uhr morgens. Also, wenn ihr morgen krank machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich werde es nicht tun. Weil ich arbeite erst um 9. Ich könnte 2 Stunden League spielen vorher. Hätte ich sogar actually irgendwie Bock, aber keine Ahnung. Ja, also Season startet um 6 Uhr morgens. Keine Ahnung. Okay, Vandiril, Alter, direkt wieder am 3,24. Looks legit. Our approach to tank items in the latest preseason did represent Oh some ja, shift das war ein interessanter Winkel auf jeden Fall. Naja. Genau. the rank season and happy climbing. Ja, danke. Good luck. War cool. League of Legends hat ja auch hier, Brink of Infinity auch ein neues Cinematic, Alter. Da habe ich auch eigentlich Bock drauf, das zu gucken. Warum machen wir das auch nicht eigentlich? What the fuck? Das werden wir uns natürlich auch reinziehen, Digga. So. Dann Spielerverhalten. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Nummer. Bin gespannt, ob sie da jetzt ein bisschen härter durchgreifen. Was Tilt, Flame, Toxicness und Bullshit Gaming und den ganzen Scheiß angeht. Hi, I'm Westhart, Head of Player Dynamics here at Riot. Hi, Hi. I'm Hannah. I'm the head of the Behavior Hannah. Systems team on League of Legends. What better way to start off a new year than to talk about player behavior? This topic is never easy to talk about. Unfortunately, we've seen over the last several years that there's been really negative trends in how our Ja. players are feeling about Ist player leider wirklich so. behavior. There's definitely a Muss lot auch more gestehen, work to ich do, war auch and hier und da I mal toxic. will say that again and again. Just to speak a little bit for Aber like the versucht immer greater sachlich zu bleiben. because we Natürlich have klappt es nicht 100% we have your Moment, team aber that's doing amazing work. nie We have reportable, Central Player sag ich jetzt mal. Dynamics working on the game agnostic systems, ist and there's a good trotzdem das partnership Spiel there. There's social and player sehr dynamics intensiv. over on Valorant, Ja. so we've got all Viele these Leute folks sind that are da working together and thinking in this super space. emotional. What has your team been working on? What has made maybe the biggest impact as far as we can tell so far? One of the big things that we released is an auto mute feature, which automatically mutes Ja, players using das ist geil. inappropriate language Die in automatische Stummschaltung, and so wenn du that dich message will unangemessen not be sent verhältst. and players will be notified that those players have been So muted. gut, habe ich schon And we 2-3 saw Mal really, erlebt. really Super positive geil. player feedback from Die that, Leute, which was das- super exciting. Genau, du We kriegst eine know Rückmeldung, that yo, der ist jetzt verbal gemutet, Alter, der hat abuse zu viel leads to krasse this Scheiße geschrieben, spiral der of kann nicht mehr negativity schreiben. that Geil. causes even more disruption in Best the game. So we Feeling. partnered with your Weil dann team kann der Typ sich ja nur noch to entscheiden, own weiter a zu spielen. really Der kann ja nicht mehr robust schreiben. verbal abuse detection software. Der ist so gut. And that has just leveled up Das ist our so gut. ability Gutes Change, guter to Change. make these places safer. One thing that we knew from research was that the quicker you take, action on a behavior, like a problem behavior, the more Ja. effective it's going to be. So this is more visible, but have there been other things that maybe just kind of flew under the radar For that didn't get sure. noticed because it wasn't so visible? Yeah, so one of the things that we've seen our players talk about a lot is intentional feeding. And that is Intentional one feeding. of the most frustrating Inter- behaviors that we see in game.
But one of the challenges with intentional feeding is the whole intentional part. Absolutely. Like, how do you detect intent? And we know from all kinds of social science that in lieu of knowing someone's intent, we assume it. And so, oh, that's tough. That isn't to say, by the way, the players are wrong. Yeah. Right? They may be seeing it, but if we're going to automatically detect it, we have to have a Ja, das certain ist level halt of schwieriger. confidence Also that it's automatisches actually Erkennen ist happening. halt. We built a whole new model over the last year, making our intentional feeding detection a lot more robust. We've been able to increase the amount of detections by over 200% and have specific thresholds and levels for different MMRs, basing it on skill because we can identify how different players play our games. A number of the other features we released that weren't so visible to our players but have made impact are things like champion select reporting. So when players Auch ein are in guter champion Change. Habe ich select zwar and they selten come across genutzt, disruptive behavior, we're able to aber wenn du action da on halt those reports verarscht wirst in der and Champions really Selection, weil make jemand deinen that Champ wegpickt experience oder so, obwohl du better. ihn schon gecovert I hast, suppose it inspires direkt the Report thought, rein so, und dann of bam, course, behavior doesn't happen könnt in ihr das checken. isolation. Also es wird dann But systematisch it's erkannt, important to yo, recognize that what has because happened. we might be addressing the wrong problem. Das Ding ist, ja, da muss ich jetzt kurz Pause machen. Ich habe tatsächlich gemerkt, in den letzten Monaten, Jahren, wenn ich Spieler reportet habe, die wirklich ein asoziales Verhalten hatten, sowohl Ingame als auch Champions Select, aber da war eigentlich nie was, das war meistens Ingame, so nach 5 bis 10 Minuten, ne, geht richtig das Feuer ab und die tilten aus dem Mond. Und ich habe die Reporter, habe ich tatsächlich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag einen Feedback-Report bekommen. Und das ist ja, gute Feedback-Report ist ein gutes Gefühl, bla, und meistens bringt das nicht viel. Der Spieler wurde vielleicht für eine Woche oder 2 gebannt. Aber das ist tatsächlich häufiger als früher. Weil meine Report-Rate ist relativ gleich geblieben, vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt nicht exorbitant viel mehr. Meistens reporte ich auch eher im Ranked, weil im Normal Draft jemanden zu reporten, nur wenn er wirklich asozial war, aber meistens ist es eher Ranked, wenn du merkst, der Spieler hat keine Lust zu gewinnen, sondern er will absichtlich verlieren. Also jetzt nicht so, wie ich es immer spaßeshalber sage, sondern er will wirklich, was heißt immer, ich sage es manchmal spaßeshalber, aber wenn du merkst, der Spieler tiltet aus dem Leben, ist sich seiner Emotionen nicht Herr der Lage, beleidigt andere, ist kompletter B-A-S-T-A-R-D zu anderen oder zu mir oder whatever, dann reporte ich den. Ich habe auch teilweise schon Leute reportet, die im Gegnerteam waren und einfach im All-Shit geflamed haben, wo ich mir auch so dachte, Digga, bist du dumm? Einfach von 9 Leuten reportet werden, let's go! Tatsächlich häufiges Feedback-Report. Kann ein Zufall sein, würde aber auch sagen, hey, die sind ja dabei, es ist halt verdammt schwer, muss man mal sagen. Die haben Millionen von Spielern, ja. Es ist nicht einfach, das systematisch zu integrieren, ne? Ist ja quasi wie bei einem Upload-Filter. Ist ja auch nicht einfach, einen Upload-Filter zu bauen, der wirklich nur das verhindert, was auch verhindert werden soll und nicht von jedem Künstler jede Sache. Ne? Haben wir vor ein paar Jahren hier die Debatte gehabt. Es ist nicht einfach, will ich nicht sagen. Ich bin aber froh, dass die tatsächlich dabei sind und nicht nur Däumchen drehen und sagen, hey, unser Behavior-System funktioniert, sondern die sagen, hey, scheiße, wir müssen noch mehr machen. Finde ich gut. Right? Finde ich We sehr, might sehr be gut, dass seeing sie a das sagen. symptom. For instance, like intentional feeding, no excuses, right? But sometimes they might just be an outcome of other things that have happened. Absolutely. Zu Right? We've erkennen seen ist that schwierig. with, Klar, it reine can happen KDA, if wenn you jemand don't get to play 0-11 the geht, role that you ist want, or nicht even have a absichtliches bad Feeden. day. It might not even have anything to do with the game. Aber But what happens in life happens in games, so you bring it in. What we're finding is it's actually 95% of our players are only occasionally das ist disruptive. tatsächlich so. They can Es sind nur die wenigen Leute, die stören, die auffallen. Wir haben es in der Corona-Krise gelernt, ne? Die wenigen, ihr müsst überlegen, die Querdenker und alles, die da so laut waren, es kommt einem vor, als wäre das irgendwie gefühlt jeder zweite Mensch gewesen. Digga, das waren nicht mal 10% der Bevölkerung. Nicht mal 5% der Bevölkerung. Da würde ich meine Hand auf den Grill schmeißen, dass vielleicht, sagen wir mal, zwischen 5 und 10% der deutschen Bevölkerung so denkt. Und nicht mal alle, die so denken, waren auf diesen Querdenker-Demos, ne? Gleich ist es auch in League. Nur weil du in jedem Game einen Feeder oder Flamer hast, heißt es nicht, dass 10% aller Spieler welche sind, ne? Da hast du halt einfach mal Pay. Du musst ja überlegen, an die Games, wo die Feeder nicht dabei sind, das kriegst du ja dann nicht mit, ne? Das ist ja gerade das Lustige. Das ist diese Statistik-Sache, so ich habe keine Ahnung, wie man es nennt, aber das ist immer, einem selber kommt es immer so häufig vor, weil das immer so regelmäßig passiert. Aber an und für sich passiert das im
unterm Strich sehr, sehr wenig. Aber eben weil es passiert und weil es uns auffällt, kommt es einem so. Weil negative Dinge wiegen schwerer als positive Dinge. Wenn du 100 Euro auf der Straße findest, ist das geil. Aber wenn du 100 Euro verlierst, tut das richtig weh. Und vom Schmerzgrad ist es ungefähr das Doppelte. Und deswegen kommt es einem auch meistens doppelt so schlimm vor, als es eigentlich ist. Contribute to over 80% of the reports in our games, which means the vast majority of disruptive behaviors are done by all of us, you and me. We get tilted in Das games. ist normal. Indeed we do. Beim Spielen wird man wütend. And we exhibit these behaviors too. So we found that it's not just about that one approach of punishing Jeder wird all toxisch. those Im really Game wird man einfach disruptive mal players. enttäuscht, sauer, It's wütend. about Normal. that Das holistic ist normal beim approach Spielen. where we can Spielen soll Spaß machen und man nimmt yes, seine there are Emotionen some mit rein. players who we do want to remove out of our ecosystem, but the large majority of us are actually really positive, and we want to be able to build features where we can celebrate that. Das Quite ist often gut. when we talk Das about- ist sehr, sehr, also ich finde, klar, Verbote, Bann, bla bla bla, Dinge, die muss es geben für Extremfälle. Ich finde aber ein Belohnungssystem für Leute, die sich positiv benehmen, finde ich sehr, sehr geil. Klar, wir haben Honor-Orbs, bla, ne, bringt halt leider nicht viel, ne, du kannst halt am Ende des Games immer jemanden honoren und dann kriegst du irgendwann am Ende des Jahres halt ein paar Orbs, ein bisschen Schlüsselfragmente, ein bisschen Orange Essence und so ein Shit, den die meisten Spieler gar nicht brauchen, also nicht mal wollen. Also ich bin jemand, ich sammle die Orange Essence, weil ich mir halt die Skins machen will, so, ich habe ein paar auf der Bank liegen, aber Real Talk, das ist echt, also Honor Orbs. Ich habe, ja, beide letzten Honor war cool, ne? Tree Honors, Malsa und so. Aber das ist jetzt nicht so eine Sache, wo ich sage, Alter, also, man honort jetzt auch nicht nach jedem Game immer jemanden. Also ich schon, aber es ist meistens so Autoklick, weißt du, machst du einfach mal. Ich fände es halt wirklich cooler, wenn du da mehr darauf achtest, zu sagen, hey, wenn du im Chat versuchst, die Ruhe zu behalten, wirklich nur Calls machst oder Leute auch vielleicht beruhigst oder hey, just calm down, play the game, bla bla bla. Wenn du irgendwie wirklich versuchst, aktiv was zu tun und du dann im Game zwar keine Resonanz kriegst, aber von Riot Games eine Resonanz kriegen würdest, geil. Dann wüssten die Leute, also vor allem wenn es Common Knowledge ist, dann wüssten die Leute, oh, der hat geilen Stuff bekommen, weil er sich geil benommen hat. Genius. Also tatsächlich, ne, in der Pädagogik funktioniert Belohnung, wenn man es richtig anwendet und und Lob auch, wenn man es nicht zu häufig macht, sondern wenn man es in einer angemessenen Masse macht und immer genau an den Punkten, wo es auch wirklich relevant ist, das kickt rein, Alter. Belohnungssystem bombastisch. Was glaubt ihr, warum wir Videospiele spielen? Wir spielen ja Videospiele, weil die uns auf irgendeine Art belohnen, ja. Im Gehirn wird Melatonin und so ein Scheiß, wie auch immer das heißt, freigeschaltet. Das Belohnungssystem wird gefüttert. Geil. Ja, süchtig. Wir wollen mehr davon. Und das ist halt das, was Riot, glaube ich, so ein bisschen versuchen muss zu erzeugen. Zu erzeugen, dass die Leute positiver spielen. Durch ein Belohnungssystem. Zu sagen, hey, du hast geil gespielt. Hier kriegst du ein Goodie, Alter. Mach beim nächsten Mal nochmal. Da kriegst du vielleicht mehr. Oder nochmal. Ne? Wie so ein Hund. Ja, du musst halt. Wir sind alles Affen und Hunde in League. Und wir müssen dressiert und trainiert werden. Und belohnt werden. Wenn wir was Gutes machen, vielleicht auch bestraft werden, wenn wir richtig Scheiße gebaut haben. As simple as that. Es ist wie Kinder. Habe ich gerade Kinder, Affen und Hunde in einem? Basically machst du ja das Gleiche, ne? Like the player Also, da dynamics gibt's schon Unterschiede, space, aber we're describing it as you know what I mean. we want to make it safe to be social and more rewarding Soziale online Interaktion, for everyone. sicherer Yeah, und lohnender. absolutely. Geil. Some of the really Das will ich great hören. things that we've done over the last year to target that population is really building on our Ja, honor Ehrungssystem system. muss ausgebaut So werden, we definitiv. increase the rewards significantly with a new Genau, skin ein neuer that is Skin. phenomenal. Tree Honors Malta, habe ich gerade erwähnt. I hope you all Super have geil. it. Cooler der Skin No ist bias whatsoever. insane. Ich meine, es ist Malta leider. Aber ich habe dann 3-4 Mal in Aram Malta gespielt, nur um diesen Skin zu spielen, weil der Skin ist schon geil. Und der kam so unerwartet. Das ist halt das Geile, der kam so unerwartet. Ich meine, das sollte man natürlich bei einem Belohnungssystem eher nicht machen. Wobei doch, also unerwartete Belohnung ist eigentlich doch immer geiler, als zu sagen, hey, wenn du das machst, kriegst du das und das. Und wenn nicht, dann nicht. Weil dann kriegt der andere ja so einen Entscheidungsmoment, wo er sagen kann, okay, dann scheiße ich drauf, weil ich tilte gerade lieber. Aber wenn du sagst, jo, er hat nicht getiltet, boom, Leckerli. Und er so, oh mein Gott, ich sollte das öfter tun.
No Vice. Also Freon aus Malsa. On a recall VFX as well, where our players can really Rückruf-Animation. Stimmt, die gibt's auch. Ist auch their cool. honor in game, Hab ich tatsächlich even if they sogar don't mal necessarily gerade, play lol. with that champion, play with that. Ist mir noch nie aufgefallen, muss ich We're not ehrlich trying sagen. to police this space. We Ja, want these to be great game Das stimmt, die experiences. sollen nicht Sheriff so sein, we're figuring sondern out what our Spiel. role Zum is. Spaß. Like when I look back on League, it's not what like we made that I remember. It's those great esports moments, right? Or it's the teams that were playing and the audiences. We got so excited about this. Das ist can League of really come Legends. together and do Das ist something. geil. Those kinds of moments. Just cosplayers. Ja, Mann. Creativity, how they bring the world that we put in our games to life. So It's crazy, incredible. Digga. And so when we think about community's involvement, like, yes, we know we're going to need to deal with the negative stuff. Reducing bad does not create more good, any more than reducing Genau, sodium in your Reduzierung von diet schlechten. doesn't make our food more nutritious. So we got to do both, because otherwise we're kind of aiming for neutral. And that's not why any of us come to games. I mean, Der ist mir anybody komplett who's sympathisch, der played Typ. League to any extent Der spricht knows genauso, wie ich denke. that there's a high mastery curve. Vielleicht ein bisschen naiv, Right, and aber you're man never muss auch done. naiv bleiben. Man muss But es that natürlich positiv angehen. possibility, Man muss right, optimistisch that an die brings Sache us to rangehen. Man this. muss wirklich We nach see that vorne in our blicken. games. It's what we all Aber er hat ja share recht. in this culture. It's like, Die yeah, we come for Neutralität the ist nicht das Ziel possibility. eines Videospiels. We What the fuck? redefined Auf keinen what Fall. it Wir wollen means to be a geile Momente, wir sport, wollen ein even. geiles Videospiel, wir wollen geile I Zeit don't damit. see why we Das can't ist redefine Lebenszeit, what was it wir da means rein to be an online investieren, team. reinlegen. What are your thoughts about what's next? So we're so excited for 2023. There's so many learnings that we can pull from. Things like the feedback loop with our players. So players really seeing in that moment, what was the behavior that caused the disruption, and taking action on that immediately or as soon as possible, so players understand where we define what the behavioral expectations are in game. Das Having ergibt ways Sinn, for ja. our players to contribute to those expectations, Ja, and really das appreciating ist them for when they do geil. so. Because as you said, it's a Geil. co-created community. It's a co-created space. Geil. We want Ja, our bin ich players voll to dabei. be able to contribute as much as possible to making it Yes. a community that we're all really proud Yes. to be a part of. My dream is to have League be a place where people aren't only coming for the pinnacle of competition, where they're also coming for the community, and a place where we are all wanting to contribute to this community, and we're proud to. And we're Wunderschön. also proud to invite our friends and our family and everyone we love to this great community. You know, I can't think of a better theme like, to start off a new year than possibility. And so I suppose with that in mind, I thank you very much for joining us. We appreciate you listening. We can't wait to continue this conversation with you all. Stay honorable out there. Alles klar, Papa und Mama Right, mach mal. Stay honorable. Guys, stay honorable, ne? So, dann haben wir noch Lagebericht. Jetzt geht's um den geilen Scheiß, Leute. Jetzt geht's um den richtig nicen Shit. Glaube ich. So wie ich Lagebericht kenne von Riot Games. Haben wir das nicht gerade angeschaut? Ne, wir haben Lagebericht haben wir. Okay, es geht um Midscopes. Jetzt kommt der geile Scheiß. Das hat doch die meisten Leute. Midscopes, das sind glaube ich die Veränderungen, ne? Die neuen Sachen. Nico-Changes, bitte. Wann? Welche? Was? Wie? So what we're gonna do is we're gonna buff Blitzcrank, Oh. we're gonna buff Soraka, Was? we're gonna buff AD Yumi. Was ist mit ihm? Okay. Well, now the cameras are rolling, so we should probably. You know, Yeah. Litzing Frage, Adium, Alter, richtiger Get to Troll. our talk. Okay. So we're here to talk about midscopes today. My name is Tim. I'm a designer Tim on the Jung Summoners Rift Trixie. team. I've done a few midscopes in the past, like Syndra, Swain, and a long time ago Rammus, and I'm here with Geiler Typ. Alle drei Champions, geile Änderungen, muss ich sagen. Ramos zwar ein bisschen broken at dem Moment, aber die Ult, gute Verbesserung. Syndra, richtig brokener, geiler Champion jetzt. Also tatsächlich sehr broken, aber sie ist jetzt useful. Und Swain. Alter, ich liebe den neuen Swain. Ja, Swain ist so geil zu spielen. Endlich mal ein Midlaner. Gut, der alte Swain, also der alte Rework Swain war auch cool als Support so, aber der neue Swain ist cool. Also wirklich. I love him. I'm Ezra. I'm also a designer in the Summoners Rift team. I do item balance systems, that kind of thing. Previously, I worked on Rengar as a midscope, and I'm currently Rengar. Schwierig. Aber jetzt arbeitet er Nico, also Ehrenmann. working. I'm August.
I'm the lead champion designer, and mid-scopes I've worked on is Jax most und recently Talia? Jax, and then before Okay, that, Jax ist Talia. weird. And the first Talia question we have to nice. answer, which I'm sure Also, is sie haben on a alle lot of relativ players' minds, okayische is Änderungen what gemacht. is a Wobei, mid-scope, Rengar weiß ich nicht. and what sets it apart from balance work, DGUs, Also er ist bis jetzt das CGUs, sympathischste, muss ich sagen. AFUs, Dann ABCs, August und dann der an letters, Nico all that gerade stuff. arbeitet. Da habe ich ein bisschen Angst, Probably muss the ich best way to sagen. say Wenn it, der like, Rengar-Spieler in a an big Nico arbeitet, ich summary weiß nicht. is X-Tal, VGU, ne? Visual Gameplay Update, is kind Entweder of like a new useless champion. oder broken. A mid-scope is like refreshing a champion. Refreshing Champions, with ganz the VGU, genau. like say what we did Pantheon, with Pantheon Irelia, or Aurelia, nice. you got a very new champion out of that. You got new animations, new sounds, new VO, new kit, and that's an important part. Whereas a mid-scope is a lot more about refreshing a current character for its current players. Also, In its essence, it's taking the fantasy Noch of a besser. character. We're not making a new character. We're not making a new fantasy. And ist making kein it a komplettes 12 out of 10. Rework, sondern es ist How eine far can we push this so that Modernisierung, players feel like, oh, eine for Anpassung, Swain, I'm this huge demon bird that can be in the middle of their team. Or for Talia, that I'm actually an Earth Weaver Oh, and yeah. I'm Bam, not bam, punished by brrr, using bam, my bam, bam. Q. And then the second part about mid-scopes that's really important here is that because they're on lower scope in terms of work, they're on shorter timelines. Some only take like 1 or 2 months, and which means we can get them out a lot faster. das stimmt, die kündigen die how an do we und go zack, 2 about Monate später sind die finding a draußen. Das good ist voll geil. target for a mid-scope, right? Because there's a lot of different projects we do. What defines how we find a target for a VGU versus random patchwork that me and Ezra do on a 2-week basis? When a character feels like they maybe have lost their place in Gut, the dass sie game, Serie or zeigen. they feel a bit stale, they feel like they might not have as much of a purpose as they used to, a designer can look at a mid-scope and say, Serie ist ein hey, Champ, der is wurde there jetzt some way to like fünfmal really geändert. refresh who this character is in Bin the mit dem game and aktuellen what their Serie place is in the entire league Set roster? nicht so In the zufrieden past, tatsächlich. we've done mid-scope-like projects. A lot of them have been really good. We've done Xin Zhao, Tom Kench, Sona, Rengar. We've done projects like this. But a lot of times when we do like this level of work, Wann war it's das denn? framed in terms of problems. Schon 5 Back Jahre in the her, day oder when we nicht? did the original work on Talia, that players said, Talia's a pro problem, we need to fix her for mid lane. And we succeeded in that, but it was like kind of at a cost to Talia players, as opposed to possibly a benefit. Ja, sie ist And ein so a Jungler, lot ne? of mid-scopes are framed in terms of not problems, but opportunities. It's about asking the question, hey, I see this character, and I see somewhere that they could be even Ja, cooler, Ari. even better. And maybe we fixed Hat es some auch problems 2, along glaube the ich, way, bekommen, but 2 it's about ASUs. finding what's exciting mein about the Gott, der character hat that ja we can really play up and komplett hops genommen enhance. gerade. So you worked on Nico, you worked on Syndra. How do we select Er hat ja auch an these Syndra scopes? gearbeitet, Is there a stimmt. method to how Das we're war choosing okay, these es war cool. projects? Wo ist The Nico way bitte? I see it is, for the most part, it's strong passion for a character. Ja, Someone die who's like Liebe zu dem deeply Charakter. involved with the character, Bin ich voll bei deeply dir. interested in the character's success. They understand the character. You know, some of these characters have been live for years and years and years. So you've played them a lot. You truly understand the Yes. failings and the opportunity. Absolut. I play Nico. I Ja. use her a lot actually, and I was just like, at the end of the day, I was like, this character isn't. I want to have fun, and she's not letting me. Ja, I want er to ist do- wirklich so. Nico kann unfassbar viel Spaß machen. Aber leider nicht immer. Keine Range, keine Mobility. Du bist einfach nur ein Chamäleon, das irgendwo halbwegs unsichtbar rumrennt, jemanden rootet und explodieren lassen möchte. Aber das kann sie nicht mal gut. Ja? Also es ist wirklich... Oh, ich... all these things. Bitte, I sag wanna mir, trick was die people, I wanna catch Gegner people, ausdrücken. and then I just Catchen, can't, genau. right? And she's still fun, she's still fine, but Ja. she could be so much more. Genau! That type of message is what Was we er wanna gerade have gesagt hat, for die a 2 mid-scope. Sätze, ich She's spule still zurück. fine, but she'd wanna trick people. Ich will Spaß haben und sie lässt mich nicht. Ja, doch. Want to have fun, and she's not letting me, right? I want to do all these things. Ich will so I viel machen, wanna ich will die trick Gegner people, I wanna austricksen, catch ich will sie people, catchen, and then I just can't. aber ich Right? kann And es she's nicht. still fun, Und she's sie macht still immer noch fine, Spaß. but she could Sie be ist immer so noch much toll. more. Aber sie könnte noch besser That sein. type of message is Genau what we das! wanna have for Sie ist mid-scopes, toll, which is- aber it's sie not about könnte noch besser problems, it's sein. not about Ohne hitting a broken schedule, zu sein. or stuff like that. It's really about finding a fantasy. Okay, das and macht mir jetzt seeing if Hoffnung, we muss ich can sagen. enhance Ich liebe that for the Nico. players, right? Einer meiner That's 3 what- Lieblings-Champions in And, ganz and League of sometimes Legends. like a mid-scope can come from like, just years of players telling us something. There's a Ja, lot of Swain manchmal dauert's players ein paar who, Jahre. for a few years Swain, after his Alter. rework, were like, Das- hey, I want to play this guy mid, and I feel like I can't play him mid. And he was powerful mid in terms of win rate, but that didn't mean he felt powerful or that he was super fun Ja. there. And we Manchmal would ist es so. constantly have Swain players telling us, it's like, hey, yeah, I can play this guy support. He's a cool support, but what about mid lane? I want that mid Swain back. And that was actually, I think, one of the inspirations for the work that ended up being done to Swain. Und I think 2 it's Million important to note macht that it's schon not Spaß. Es other fühlt sich players richtig who cool an. might like Swain. It's Swain players who feel like their character isn't working for them. The goal of midscopes isn't make a character more popular. Like everyone will play this character. It's Ey, the players who genau das will ich hören.
Genau das. Es geht nicht darum, einen Champion populärer zu machen, sondern ihn funktioneller zu machen oder halt liebevoller zu gestalten. Weil ich will nicht, dass Nico so überarbeitet wird, dass sie, keine Ahnung, wie Lux todesgespammt wird. Ich will nur, dass Nico jetzt ein cooler Champion wird, der ihre Stärken besser ausspielen kann und ihre Schwächen mit viel Skill auch ein bisschen umspielen kann, ja. Nikos aktuelle Schwächen sind ihre Range und ihre Mobility und oder Leute, die viel Range und Mobility haben, auszutricksen. Das geht fast gar nicht. Wenn du keinen Flash hast, kannst du den Gegner mit deiner Ulti basically nicht hitten. Er wird immer rausdashen, er wird immer rausflashen. Und man überlebt da die Ulti auch einmal, weil du nicht genug Schaden machst. Obwohl du Full Damage gehst. You know what I mean? Und die Passive ist eh Quatsch. Also mit der Passive kannst du ja niemanden wirklich austricksen. Das sind so alles so Punkte. Aber sie macht trotzdem Spaß. Das ist halt das Ding. Wenn sie knallt, dann knallt sie ordentlich. Das hört sich jetzt weird an, aber. Und ich find's geil. Bei Swain haben sie es geschafft. Der ist nicht wirklich exorbitant hochgestiegen in der Playrate. Klar, am Anfang Hype. Normal. Ich habe auch Swain gespielt ein paar Mal. Aber irgendwann spielst du ihn halt dann doch nicht mehr, weil ist halt nicht deiner von Champion. Aber du merkst, da hat sich was getan. Es hat sich was verändert. Klar, es gibt auch Leute, die ihn dann nicht mehr spielen. Johannes zum Beispiel, ne? Swain Support Main. Aber generell hat er eigentlich weniger League gespielt. Das hat jetzt auch nichts mit dem Swain Change an sich zu tun. Der Swain Change hat ihn natürlich wieder kurzzeitig zurückgeholt. Er hat ihn getestet. War jetzt nicht so seins, weil er nicht mehr so an jedem CC ziehen kann, sondern nur an seinem eigenen. Und so Geschichten. Also jetzt nicht mehr so supportable. Aber er ist jetzt. Er kann jetzt alleine besser funktionieren. Und das finde ich halt schon ziemlich nice. Also seine Ultimate ist eine geile Änderung, dass die theoretisch infinite lang ist. Und das ist schon cool. Also ich mag den neuen Swain tatsächlich mehr als den alten, muss ich zugeben. Solche Geschichten. Syndra kann ich jetzt nicht wirklich sagen, da wurde jetzt nicht massiv viel geändert. Das Deck, sie hat jetzt eine Stacking-Mechanik. Und die Ult ist jetzt ein bisschen schwächer, dafür executed sie. Das ist natürlich auch so ein Ding, erfordert jetzt weniger Skill, in Anführungszeichen, um jemanden zu last-hitten. Aber, ja, und die Cone mit Scatter the Weak und so, you know. Also es ist jetzt nicht wirklich viel verändert worden. Es ist jetzt einfach smoother. Oder Thalia mit dem großen Felsblock und den kleinen und bliblablub und jetzt den länglicheren Felsen statt den breiteren. Geile Changes, muss ich sagen. Es enabled die Champion ein bisschen mehr. Es macht die Champions nischiger, es macht die Champions spezieller, einzigartiger und die erfüllen ihre Aufgaben. Wenn du diesen Champion haben willst oder spielen willst, erfüllen sie besser. Du kannst deine Stärken besser ausspielen und deine Schwächen genauer kennenlernen und auch vielleicht besser da rumspielen. Und Nico ist genauso ein Champion, die das braucht. Sie ist genau diese Art von Champion, die das braucht. Du merkst einfach wirklich, wenn du diese Champions alle aneinander reißt, die Midscope-Champions mit Nico, du merkst, sie ist die nächste. Also klar, weil wir jetzt den Fakt wissen, aber du merkst einfach, Nico ist einer von diesen Champions, die braucht das. Es gibt noch ein paar andere, die das bräuchten. Aber die sind. Ja, die haben vielleicht jetzt nicht die krasse Fanbase oder sind fein im Game an sich so. Was mir jetzt einfallen würde, wäre jetzt sowas wie Kalista oder Kindred. Weil ich finde, Kindred ist super mächtiger Champion, ganz klar, aber ist jetzt nicht so. Also ich finde diese Markierungsmechanik nicht noob-freundlich genug, weißt du? Ich bin ein Noob. Die Markierungsmechanik erfordert sehr viel Skill und teilweise auch ein bisschen Abhängigkeit von deinen Teammates, was in Solo-Queue fast gar nicht möglich ist. Also das auch ein bisschen, das wäre auch so ein Ding, vielleicht in 1, 2, 3, 4 Jahren. Aber Nico, wie gesagt, Champion, der das braucht. Vielleicht braucht Shyvana mit Scope. Aber Shyvana ist fein. Shyvana macht Spaß. Shyvana ist halt ein Stat-Check-Champion. Sie soll einfach nur strong sein. Bruiser, 1v1, 5. Oder halt, wenn du AP spielst, boom. Shyvana ist noch fein, würde ich sagen. Das ist eine Sache, entweder Full Rework oder bei Midscope weiß ich gar nicht, ob man da so viel krass verändern kann, dass es wirklich einen Unterschied macht. Aber egal. Also Nico, ich bin sehr, sehr positiver Dinge. Es hört sich bis jetzt alles genau nach der Richtung an, die ich hören will. Das ist alles, was ich hören will. Silas, Tahm ja! Silas habe ich gar nicht verstanden. Tahm Kench, die und Ult-Change. As simple as that. Gut, bei Aurelion Sol, er hat ein komplettes Rework jetzt bekommen, kommt wahrscheinlich auch noch dran. Was, wenn wir es sehen, auch nicht so schlecht aussieht. Also ich finde das ziemlich cool. Ist mal was ganzes Neues, aber bei Aurelion Sol hätte es theoretisch auch einfach gereicht, die Ult und die E zu tauschen, so wie sie es bei Tahm Kench gemacht haben, ne? Tauschen, der Grundgedanke tauschen, wie bei Diana, ne? Damals war Diana Ulti ja
das Dashen und das Ranziehen war die E, das hat man ja getauscht. Das heißt, das Ranziehen mit Damage ist die neue Ult und das Dashen ist der E. Wie bei Tahm Kench, ne? Fressen ist jetzt nicht mehr die E, sondern, oder die W, sondern ist die Ult und jetzt ist quasi dieses Flusstauchen von Tahm Kench ist jetzt ein normales Spell. Sowas hätte jetzt Aurelion Sol eigentlich auch easy haben können. Das heißt, sein Drive-By durch die ganze Map mit einer Galaxie quasi Ultimate ist, so, Alter, ich mache einen Power-Gang. Und das andere, dieser Knockback, dass das sein normaler Spell ist. Damit hätte er ja als Control-Mage mehr Control. Ja, er hätte nicht nur sein Q als Stun, sondern er hätte auch ein Knockback, falls ein Assassin ihn anspringen möchte oder so. Aber sie haben ihn ein ganzes Review. Also für mich war Aurelion Sol eigentlich auch ein Mid-Scope-Champion. Er hätte perfekt in diese Sparte reingepasst. Aber gut, das ist Riots Entscheidung. Sona, ne, mit dem Scaling, mit dem Ability Haste, wenn du deine Spells rotierst. Xinsao weiß ich jetzt nicht genau. Ah, doch, mit dem W und dem E-Jump, glaube ich, und diesem Challenger-Mode, irgendwie so. Das haben sie, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Finde ich ganz cool. Genau. These things mid-scopes now, like what's the point of that? By saying, hey, we're doing this projects, they're called mid-scopes. This is the amount of resources they need. We can plan for them ahead of time so that when a designer, like say Tim, is like, hey, I want to do a Syndra change, but it's going to need a new queue. Instead of us saying to Tim, hey, you can't do that, we don't have any resources to make a new queue, we can say, okay, we can plan for that. We can slot that in, and then we'll get it out to players in 2 months. Now that we've covered about what midscopes are and how we pick them out and what we want to do. Ich mag Midscopes. Die meisten Midscopes sind sehr, sehr gut. Also die sind von gut bis sehr gut. Es gab selten schlechte Midscopes. Tahm Kench ist so eine Sache. Er hat jetzt eine Identität. Vorher hast du Tahm Kench gar nicht gespielt. Du hast ihn vielleicht in LCS gesehen als Varus-Defender, der ihn dann gefressen hat. So. Machst jetzt zwar mittlerweile immer noch, aber du kannst ihn jetzt theoretisch solo-lane. Ne? Konntest du vorher auch nicht wirklich, nur so aus Fun. Jetzt kannst du es legit. Er ist ein sehr, sehr oppressiver Solo-Laner tatsächlich. Das finde ich cool. Tahm Kench hat eine neue Identität gekriegt. Und er ist basically noch der gleiche Champion. Das sind Midscopes. Syndra hat jetzt keine neue Identität in dem Sinne bekommen, aber sie ist jetzt mehr identitärer geworden in ihrer Midlane-Rolle. Und das ist halt genau das, was ich gefällt. Talia ist jetzt auch nicht wirklich ein Midlaner geworden, sondern mehr ein Jungler. Ist fein, ist ein cooler Happy Jungler-Champ, sehr straightforward. Man muss sehr, sehr. Also der Champion an sich ist super simpel, aber man muss natürlich gutes Makro beweisen. Und so weiter. Sowas feiere ich ja. Sowas finde ich geil. Also, was ist kreativ. Und. Naja. Sehr, sehr liebevoll auch. Das zeigt, dass sie in diese Champions, dass sie die nicht nur rausknallen und sagen, hey, ja, ja, jetzt dieses Kit und bauen, geil, und nach einem halben Jahr oder Jahr ist der Champion diese Version schon und ja, viel Spaß damit, have fun, I don't give a damn fuck. Nein, sie zeigen, sie stecken da was rein. Ich glaube, bei Amumu war es ähnlich, dass die die EQ, die haben die Q gechanged, dass du jetzt 2 Einheiten haben kannst, ne, im Abstand von 3 Sekunden. Support Amumu, broken. Nur wegen dem Doppelstun. Legit nur deswegen. Ist so geil. Ja, finde ich cool. Gibt den Champs neue Identitäten, neue Möglichkeiten, neue Stärken und Schwächen, verbesserte Stärken und Schwächen. Also Midscopes ist wahrscheinlich besser als Reworks teilweise. Bei Reworks ist ja immer ein Coinflip, ob es dann geil ist, weil wird ja fast alles geändert bei Reworks. Ne, Irelia, Aatrox, Akali, Mordekaiser, hast du nicht gesehen, ne? Die ganzen Champs. Yorick, also das sind Dinge passiert. Aber ja, Volibear. Jetzt kommt bald Skarner. Udyrs Rework war so ein bisschen beides. Es ist basic ein ganzes Rework, aber basic ist es ist wie ein Midscope, weil Udyr ist immer noch der gleiche Champ. Er ist jetzt nur geiler. Er hat Stärken und Schwächen. Ne? Also da wurden Stärken und Schwächen einfach nur intensiviert. Midscope Rework quasi. Also bei Udyr, finde ich, haben sie es eigentlich ganz cool hingekriegt, dass der Champ die gleiche Identität hat wie vorher, nur halt moderner und geiler. Ja, also das einfach geupdatet, was ein Rework sein sollte. Soll ja nicht komplett alles über den Haufen werden. Also, kann schon, muss aber nicht. Ich habe genug geredet. So viel dazu. Also, ja, was können die Spieler von Midscope erwarten? Ey, bitte, Nico, Shyvana wäre natürlich geil. Set in stone right now, but it's something we'd like to work up to, is
Alle 2 long-term, Monate? if we could be shipping Oh a mein midscope, Gott, say once das ist every cool. 2 months, then we could do things like put out a midscope Ja, roadmap Rel. for players, say, hey, Rel, here's the midscope auch so ein we're thinking Champ, about braucht this unbedingt einen year, Midscope. and set better Die E muss alleine expectations for, like, funktionieren. maybe your character can get Ihre one. Passive I think muss one thing sinnvoller that can be sein rough und so as a weiter. League of Also Legends es ist ja player wirklich... is if you think your character needs an update, it might be years before they actually get it. But with midscopes, they succeed similar Ja, to a BGU and like aber revitalizing es braucht the nicht immer ein champion ganzes without Rework, necessarily es reichen taking Midscopes. all that extra time, Midscopes und which means we can do ISU. more of them. Wenn du einen Midscope machst und einen ISU, hast du basically ein Rework. Aber in geil, weil das ist meistens das, was die Spieler glücklich macht. Nicht so ein Aatrox, yo, Alter, ich bin geiler Rechtsklick-Champion und dann werde ich auf einmal ein QQEQ Live Omnivems-Champion. Was auch cool ist. Also Aatrox ist ein cooler Champ, will ich nicht sagen, aber seine Identität wurde schon massiv verändert, fast schon. Bei Irelia ähnlich. Also das sind so, diese Champions sind auch teilweise illegal geworden, also illegal broken, entweder zu stark, zu schwach, whatever. Akali. Crazy. Wart ihr dabei bei Akali Rework? Das waren die heftigsten Wochen überhaupt. Die war so broken und dann irgendwann nicht mehr und dann es ist ein Auf und Ab gewesen. Ja, es braucht nicht immer so ein heftiges Rework. Midscopes. Midscopes und ISU. Und witzigerweise, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, früher habe ich mir Rework von Shyvana gewünscht, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, ich wünsche mir jetzt Midscope und ISU für Shyvana. Einfach alle Skins und sich selbst modelmäßig aufwerten, geil machen, also optisch geil machen, ja. Ich will so richtig, eine richtig kranke Kriegerlady haben, die sich in einem fucking Drachen verwandelt, aber so richtig in 2023er-Style. Und dann natürlich ein bisschen, ne, Midscope, also ein bisschen am Kit schrauben, dass die Fähigkeit ein bisschen, aber das können wir nach hinten verschieben. Nico ist erstmal dran, ne? Nico, voll geil. Und dann irgendwann später in der ganz fernen Zukunft vielleicht Kindred. Das sind so meine 3 Lieblings-Champions. Ja. We're talking Let's about go. expectations before we end. Do you want to give us a sneak peek on what Nico's midscope Ja. is going to be about? Leak Nico, where Leak is Nico. she? Well, I can give. So there's a lot of things going on in Nico. Gibt es das But jetzt I sehr can give viel? the one sneak peek, which Passive? is her passive. Instead of just turning to other champions, Nein. is now other things, anything. She can turn into a plant. What? Okay, das ist geil. Damit kannst du Spieler wirklich austricksen. Stell dir vor, du steckst in dieser Kackpflanze. Der Gegner kommt und drückst einfach Ultimate, Dicker. Das ist ja insane geil. She can turn into a Demon Mushroom. She can turn into a Mushroom? minion. A Was monster. sein? Let's go! Monster? Jungle And a Nico? champion. Can she turn it? She can turn Geil. into a Demon Mushroom. She can Und ein turn into a Champion. Ja, minion, Champion, klar. a monster. Ist ja übel geil. Sie kann sich in einen Minion verwandeln. Das ist ja übel geil. Das ist ja richtig geil. Nico have learned something. Something new. Alter, das ist ja... Das ist ja übel geil. Das ist ja der Troll-Champion schlechthin jetzt. Wer ist Shaco, frage ich euch. Ich liebe es jetzt schon. Also, ich glaube, das wird ein paar mehr Spieler, Nico-Spieler hervorbringen. Weil diese Trollmechanik schon... Ist schon wild. Ist schon sehr... Das ist Timo und Shaco-Level. Ich glaube, Nico wird ein faster Champion, aber ich muss sagen, ist mir scheißegal. Ich bin Nico-Player. I love it. Jetzt weiß ich, wie sich Shaco-Mains fühlen. Jetzt weiß ich, wie sich Timo-Mains fühlen. Er ist ja so geil. Kann ich mich in Shaco-Boxen verwandeln? Kann ich mich in Sack-Passive verwandeln? Kann ich mich in Nivea-Egg verwandeln? Hä? Ich kann mich in Heal-Pflanzen verwandeln, ne? Kann ich mich in Scuttler? Monster. Scuttler. Ich kann Action jetzt ein Wolf sein. Wolf? Bluma? Baron? Ja, Baron. Ich glaub Baron und Drache nicht. Harold vielleicht. Ah, nee, Harold ist auch obvious. Das wird ja angezeigt, wenn er gemacht wird. Aber, Digga, du kannst jetzt den Jungler trollen. Ich will. Ja, ich will, Nico. Ja, ich will. And a champion. Can she turn into a better teammate? No, she'll actually probably be a worse teammate. Wow. That's a core Danke, gameplay Bro. mechanic in League. Danke. All right, so you have Nico that turns into wards, literally, coming to a rift near you. Hopefully soon, TM. But that's all we have for Alter, today. das, Thanks for hanging okay, out das with hat us mich jetzt schon and, gehypt, muss thanks ich for playing sagen. with Das us on finde the ich Rift. geil, dass sie sich Enjoy einfach in your rank andere climbs. Dinge verwandeln Thank kann. Okay. Ich hab so Bock drauf. Geil. Oh Mann, ich will nicht jetzt spielen. Ich will das.
Alright, ey, warum ist wohl League of Legends das beste Game der Welt? Weil es wird immer was verändert. Es ist so cool. Welches Game kann in 13 Jahren leben, immer noch im Kernelement das gleiche sein und trotzdem sich komplett verändern, stetig nach und nach. Es ist so geil, Alter. League of Legends ist so ein geiles Spiel, wirklich. Ich spiele das viel zu selten dafür, dass es so geil ist. Naja, das war's von den 3 Videos. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf LOL Please Season 2023. So. Das ist Germany, also tatsächlich Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob es Deutsch ist. Da wird jetzt was anderes gesagt, weil das ist ja nicht die Zusammenfassung der 3, weil sonst würde das so an die 25 Minuten dauern. Das dauert aber nur halb so lang. Vielleicht ein Zusammenschnitt. Oder ist das wirklich was ganz Neues? Ich bin gespannt. Let's go. 23. Season 13 wird meine Season. 13 ist meine Lieblingszahl. Let's go. Hey everyone, I'm Riot Brightmoon, executive producer Riot of League of Brightmoon. Legends. And I'm here on behalf of the entire League dev team to welcome you to Season 2023. First off, I want to wish you all a happy start of a new season. And I want to thank you for the marks you've all made on League. From the hype plays to the big brain moments, and all the ways you've helped make League what it is today. We have a lot to share with you, including our final updates on Ahri and Aurelion Sol. Ahri und Aurelion Sol, some guys. upcoming skin thematics. Skin-Thematik, An update nice. on Ranked, and a sneak peek Ranked. at some champions Und neue we'll be Champions. releasing Stimmt, das later gibt's this ja auch year. noch. Es gibt ja neue Champions. Ich habe da schon auf Instagram ein paar Hints gelesen. Ich bin sehr gespannt, Digga. But before we get into what's coming, I want to share a quick recap of this year's preseason. So let's go. Ah ja, Preseason, let's go. Jungle 100% Veränderung, Toplane Chemtech 1% Drake Veränderung, has had a der major Rest glow up. 0% Veränderung. In her new and improved Ah ja, stimmt, form, ja, der kam auch wieder. instead of Geil. resurrecting friends and foes, Ich mag den. she now mutates all the Pflanzen plants sind on the map with Chemtech geil. empowerments. Die sind nicht You broken still oder so. do Die what sind einfach you're nur used to, geil. only now with a twist. And each time you defeat the Chemtech Drake, she'll grant stacking tenacity, plus healing and shielding power. If you claim the soul, Also all you'll die deal chemischen increased Sachen damage, werden you verbessert. receive damage resistance. Ja, whenever Olaf help. snackt einfach mal kurz Shyvana zur Seite. We Aber also Olaf added new profitiert sehr, pings sehr to von help you diesem communicate diesem with Drachen. your team more effectively. Neue Kommunikation, ja Push, stimmt. Ich liebe die. Bait, and all Klar, in. die sind natürlich Better teilweise pings mean clearer calls and what you want to accomplish as a team. ausgenutzt. My Und personal kaum favorite nutzt is jemand. using the hold ping Aber- after my whole team dies defending Baron. It wouldn't be preseason without some changes in the jungle. You now have a path recommender, an updated camp patient system, Ja, Jungle. and new jungle companions to help you conquer the scary Oh, wie monsters of the süß. jungle. Last, Ja, but certainly not least, Runenempfehlungen. we have changes like a new rune recommender, some new in-game items, as well as a few returning Neue favorites, and Gegenstände. a few changes to ARAM. Like new hex tech Hexsektore. gates that transport you down the Ey, map. es fühlt sich so natürlich an, diese towers zu and the benutzen, rubble ne? that they Als ob die create. noch nie weg And gewesen some wären. more Aber die balance gibt's changes erst seit ein paar keep Wochen. ARAM Das muss ja games mal feeling geben. Ich fair hab so and viel fun Aram for gespielt in both letzter teams. Zeit, das ist der Wahnsinn. Now that we've covered preseason changes, let's Okay. talk about some of the new things coming Neue this season. Sachen für Season 23. Aris visuelle Aktualisierung, ASU. Also, After a Assessors and year of waiting, Visuelle we're finally Aktualisierung. releasing Ari's ASU. Oh, sieht das schön Her aus. face, her skins, new VFX, splashes, and all 9 tails have been updated Alle and will be neuen out Schwänze for wurden all of you in aktualisiert. just a few Und in weeks. wenigen Wochen kommt sie. We can't wait to see what you think of her new Geil. look. Boah, so smooth, Alter. Übel smooth. Geil. There are a few champions who haven't gotten a new skin in a while, including Aurelion Sol, Aurelion Ivan, Sol, Klett, Kalista. Ivern, Let's go, Klettmain. Aurelion Sol kriegt einen Skin. Ivan kriegt einen Skin, Alter. Und Klett auch. Kalista. Das sind tatsächlich 4 gute Champions, die schon lange keinen Skin mehr bekommen. Ey, ich liebe Klett, ne? Klett auch so geiler Champion. Oh. and Callista. And I have some good news. They'll all be receiving a new skin this year. Callista's Hoffentlich skin bald. is coming to us from a world of beauty, Oha. magic, nature, and Elderwood? majesty. The Fairy Queen presides over the courts of the 4 seasons. And the Fae Feenkönigin. who reside there are empowered by Oh, the Karma? natural world Ist and Karma, the ne? magic within it. Not all within the Fae world is light and beauty. After we leave the Fae realms, we're returning to a fan favorite. It's a little bit more adorable than beautiful.
the skin line that brought you Pugmon, Oh, lol. Corky Corgi, and York in a cat onesie is coming back. So open up some catnip, dust off your chew toy. Ist das Skelett? Das Skelett, ne? Das Skelett. In einem fucking Hundekostüm. Die Axt ist ja witzig. Und der Code, der Hunde, der ist geil. Nee, Klett ist eine Katze, ne? Klett ist kein Hund. Ist natürlich so klar, dass Klett die Katze ist, ne? Ist ja mega geil. Und wer ist das da rechts? Ist auch Klett, oder? Nee, ist ein anderer Champion, der einen Corgi reitet. Ist das Kalista? Nee, ist es doch ein... Ist das... Toys, because more champions are getting. Was ist das für ein Champion mit dem... Der ist doch nicht Klett. Aber der reitet ja auch ein Tier. Was ist das für eine Waffe? Das ist doch Rennings Doppel-A. Ist das ein Bogen? Hey, bin ich jetzt dumm oder so? Wer ist das? War der Orient Soul, Ivan, Callisto, Klett? Es wäre noch mehr Champions kuschelig. Das ist Kindred, oder? Nein, das ist nicht Kindred, oder? Laber nicht! Laber nicht, das ist nicht Kindred. Das ist Kindred, das muss Kindred sein. Das ist das Gesicht von Kindred. Die Maske sieht actually genauso aus. Und der Hund ist der Wolf, ne? Das ist Kindred. Klett und Kindred! Hey, wie geil! So open up some catnip, dust Das off your ist ja chew toys, übel geil. because more champions are getting fluffy. Das ist doch Kindred, oder? Also bitte, das muss Kindred sein. Die hat auch schon lange kein Stream mehr bekommen. Der letzte war Spirit Blood. Ich meine, gut, der ist jetzt 1,5 Jahre her, aber... Okay, er ist 1,5 Jahre her, ne? These are just Geil. a few of the new things we have planned for season Jede 2023. neue Season ist... I'll hand it over to Riot Oberon, who will share Oberon. our plans for ranked. Aubergine. Rangliste, okay. Let's go. Hey everyone, I'm Chris Roberts, Haben wir also ihn schon known mal as Riot jemals Oberon, gesehen? the project lead for the Game Loop team. We work on things like champ select, matchmaking, and the various queue types from ranked to normals. Ah, That means we're not just focused on ladder grinders, we're also here for players who just want to have a good time with friends. okay, okay. Last year, we shared a blog update with some of our upcoming plans, including anonymized champion select, pick order swapping, and the loadout recommender. Pick Since Order then, Swapping ist we've also übel been geil. working on a few other projects. And Tatsächlich. there's one big thing I want to talk to you about today, the mid-year ranked reset. Ranglistenrüstung zur Jahresmitte. Jahresmitte? War der Ranglistenrücksetzung zur Jahresmitte. Also heißt, im Halbjahr wird schon der Rank resettet? Habe ich das jetzt richtig verstanden? That's quite interesting, isn't it? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist eigentlich voll nice, oder? Weil du hast dann quasi ein halbes Jahr Zeit zum Grinden. Und danach wirst du resettet und kannst nochmal neu grinden. Du musst sogar neu grinden, theoretisch. Was halt für High-Elo-Spieler ein bisschen bitter sein könnte. Aber für Low-Elo ist es eigentlich ganz geil, weil du kriegst quasi ein Reset. Du hast nochmal ein New Try in Anführungszeichen. Ich persönlich finde das interessant. Ich weiß aber gar nicht, wie sich das für jetzt Master Plus auswirkt. Ranked splits have been in the game for a few years, but until now, they were just a way to separate the single ranked season into thirds to help folks pace their Ja, progress. genau. Ist nur so Starting this year, übersichtsmäßig the gut two gewesen. ranked splits will have a full ranked reset in between with rewards to match. Ah, Here's the Belohnungen. thing. A lot of players Stimmt, weil jetzt kriegen wir ja, egal welchen Rang, Belohnungen. Je nach Grind halt mehr Belohnungen, natürlich. Oder je nach Spiel, also wie oft man spielt, keine Ahnung. Die Spieler kehren zum Saisonstart zu League zurück und wollen den Weg zu ihrem langsamen Ziel come back to antreten. League at the start of the season, ready for their climb to their ranked goals. But when we look at the data, it doesn't actually take the whole season for players to hit their peak rank if they've been playing consistently every patch. If you don't Okay. take your foot off the gas once you start your climb in January, you'll probably reach the peak of your climb around halfway through the year. After that, things can get a little rough. For players at higher ranks, the middle of the year can be a stress fest of playing just enough to avoid decaying or demoting. And once players realize they're not steadily climbing, many of them either drop out of ranked or turn to smurfing. Neither of these things are great for fair matchmaking or enjoyable league experiences, Das wusste ich gar especially for nicht. players starting their climb later. Aber ergibt Sinn, ja, dass gegen
zweiter Jahreshälfte die Leute weniger motiviert sind, weil sie ja schon ihren Peak erreicht haben und nicht und irgendwie schwerer rauskommen. Und dann wollen sie nicht mehr, sondern spielen auf Smurf und whatever. Und dadurch wollen sie Smurfen so ein bisschen wegnehmen, beziehungsweise sie wollen allen Spielern Gleichheit verschaffen. Wenn sie ihm sagen, jo, wir resetten den Shit wieder zur Jahresmitte, damit ihr wieder neu grinden könnt. Und dadurch ist die Motivation der Spieler wieder neu, weil sie wieder von vorne wieder mehr Steps nach vorne schaffen können, weil sie ja wieder neu resetten. Und dadurch ist es für sie einfacher, vielleicht einen neuen Peak zu erreichen. Ne? Also du hast jetzt basically zweimal die Möglichkeit, einen neuen Peak zu erreichen, als nur einmal und den dann nicht mehr brechen zu können, deinen eigenen Peak. Finde ich geil. Ich glaube, es verändert für High-Elo-Spieler insofern etwas, dass sie erneut die Chance bekommen, andere High-Elo-Spieler zu übertrumpfen und den Peak zu erreichen, den sie erreichen wollen. Aber auch für Low-Elo-Spieler. Ich meine, wenn ich jetzt Gold hitte und ich schaffe das vor Jahresmitte nicht, merke ich, oh, ich bin jetzt ein Silber 2 Hardstack, Alter. Was ich wirklich war letztes Jahr. Ich war einfach Silber 2 Hardstack. Ich kam nicht raus. Ich bin da, glaube ich, auf Silber 4 gedroppt, weil ich ein bisschen gespielt habe. Ich weiß nicht genau. Silber 2, ich kam nicht weg. Silber 2, 2-3 Games und dann bam, Silber 3 wieder runter. Ich kam nicht mehr hoch. Ist natürlich, ich hätte einfach aktiver spielen müssen, klar. Aber es ist dann schon ein bisschen frustrierend, wenn man nicht mal MMR-mäßig einen Fortschritt hat. Durch den Rank-Reset behältst du ja deine MMR, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Und kannst mit dieser MMR weiterspielen. Dadurch kannst du sofort instant Silber 2 hitten, in meinem Fall. Und dann vielleicht sogar darüber hinaus spielen, weil du nicht mehr gegen die anderen Silber 2 Hearts spielst, sondern nur noch gegen einen Teil davon vielleicht, die aber auch grinden wollen. Das heißt, du wirst connected mit den Leuten, die grinden wollen und können, wahrscheinlich eher, als mit Leuten, die das nicht mehr können. Du trennst quasi die Spreu vom Weizen. Wow! Alter, da musst du ja Mathe studieren dafür. Holy shit. All in all, there are honestly a lot of reasons Sehr why most interessant. other games, Rank Reset in der other Mitte. Riot games included, don't Für have Low-Elo-Spieler year-long ist das seasons. interessant, muss ich sagen. Ich So finde das this year, sehr, sehr we're interessant. getting with the times. When Split 2 starts, it won't be as heavy a reset as the one in January. Wird sogar nicht mal so krass. Also, Saisonstart, bla bla, sanfte Ranglistenrücksetzung zur Jahresmitte. Und dann We're not Vorseason. introducing a second preseason, so the Keine so gute game won't Spielernummer. change dramatically enough to warrant making you re-earn your rank to the same extent. And if you've got something keeping you AFK for the first half of the year, don't worry. The mid-year reset is even less significant if you haven't played many games since Das ist halt auch geil, wenn du in der ersten Jahreshälfte nicht so viel spielen kannst, weil Frühling und Sommer, lol, kannst du in der zweiten Jahreshälfte aber nochmal richtig reinschwitzen. Wobei, da ist ja hauptsächlich Sommer, Herbst. Egal, du weißt, was ich meine. January. Aber We know trotzdem this is nice. a huge change, but it's one we think will help keep League feeling modern and fun Ich while glaube addressing auch. a few of the pain points we've seen over the years. Okay, that was a lot. Aber ich finde das Let's end things on cool. a high note by talking about the shiny stuff. Rewards. Each Rewards! split, you can earn the full rank reward suite. Icons and emotes, ranked borders, and a ranked skin. Der Outplay. Yes, that means there will be 2 skins for rank this year. We're also adding in some extra rewards for your climb as you Zwei progress on your Ranglistenskins. ranked journey. In addition to this, we're also removing the gold rank requirement from ranked skins. Now, every ranked player will have the chance to earn the skin moving forward, with chromas to match your final rank. The skin will continue. Und bekommst du final einen Rom. Also du kriegst jetzt immer einen Skin und du kriegst das Chroma deines Ranges. Finde ich sehr, sehr geil tatsächlich. Weil Chromas sind halt optional. Klar, wenn du einen Challenger-Chroma hast, kannst du übel flexen. Oder Platin Plus, kannst du theoretisch auch schon flexen, klar. Mit Gold jetzt eher weniger, würde ich sagen. Aber hey, es ist cool. Du kannst sagen, hey, ich habe Gold, ich habe Gold gehittet. Digga, dieser Skin ist der Beweis, dieser Chroma ist der Beweis, ich habe Gold gehittet. Digga. Ja, ich bin krass. Ich habe gecheatet. Nein, Spaß. Aber, und jeder kriegt einen Skin. Also es ist technisch gesehen auch eine Belohnung für Low-Elo-Plebs. Ich als Silber Hardstack habe jetzt erstens zweimal die Chance im Jahr auf Gold zu hitten. Also wenn ich dieses Jahr nicht Gold hitte, dann bin ich aber wirklich auch am Inten, Alter. Okay, krasse Ansage. Vielleicht spiele ich auch einfach nicht gut genug. Es ist auf jeden Fall, ich würde fast behaupten, es ist zu 100% meine Schuld, egal ob ich es möchte oder ob ich es nicht möchte, wenn ich Gold dieses Jahr nicht hitte. Weil ich habe jetzt zweimal die Chance dazu. Und ich kriege einen Skin, egal was ich hätte. Also, ja. Continue to reflect your final ranked achievement,
but we want you to also be able to earn it through dedication to climbing. That said, if you're below Du gold, sollst auch nur durch... Okay, ja klar. Dennoch wird das Untergold kein simples 10-Platzierungsspiel für ein gerades it Skin won't be as sein. easy as play 10 placements for a free skin. Ah, ich habe The mich number gerade of schon games required gefragt. to earn the skin is Die drastic. Anzahl der erforderlichen für den Skin ist Untergold drastisch höher. Okay, du musst also viele Games Untergold spielen und ab Gold kannst du sagen, okay, 3 Games, Skin ist safe. So, jetzt nach dem Motto. Das ergibt Sinn. Das ergibt natürlich voll Sinn. Die sagen jetzt, du ist egal, was du bist. Die sagen nicht, egal, was du bist, sondern sagen, Alter, bis Gold musst du 1000 Spiele spielen, ab Gold musst du 3 Spiele spielen. Hart gesagt. Bin gespannt, was für eine Anzahl das ist. Das steht So wahrscheinlich just in dem because you now Achievement can dann. earn it at silver or below, doesn't mean you will. Das heißt, man muss That auf wraps jeden things up. Fall trotzdem schwitzen für den Skin. Man muss spielen. Egal was du als Ergebnis bekommst, aber du musst es tryen. For me, up next is Riot Lexical, who's going to talk to you about our plans for champions this year. Thanks, and good luck on your climbs. Ey, das ist cool. Das ist eine coole Änderung, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Haken übersehe. Wahrscheinlich. Aber ich finde, das klingt bis jetzt sehr, sehr nice. Fair, aber gerecht. Champions. Hi everyone, Lexi Riot Lexical Gal, the product lead for Champions here. Let's go, I'm going to Lexi. talk a bit about some of the new champions we have planned Oh, for New Champions, ich bin dafür emotional nicht bereit. Also es ist wirklich ein Auf und Ab bei neuen Champions. Die letzten Champions haben mir fast gar nicht gefallen, muss ich sagen. Kesante war anfangs totally weak und dann mit Jaksu Giga Bro. Sehr kleiner Champion, aber an sich ein cooler Champion. Ist auch eher so ein nischigerer Tank Bruiser, würde ich sagen. Was hatten wir noch? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, tatsächlich. Was waren die Champions der letzten Jahre? Des letzten Jahres, 2022er Champs. Waren gar nicht so viele, ne? Digga, hä? Machen die noch ein Review? Ich weiß es nicht. LOL Champs 2022. Was waren denn die LOL Champs? Lilia? Ach, Belbev. Stimmt, Belbev war noch neu. Nila. Ja, weiß ich, die heftigsten Champions, ne? Also Belbev, okay. Nila, auch okay. Broken, aber spielt fast keiner. Ja, und Kessante, ne? Ja, okay. Also die letzten Champs waren ein bisschen underwhelming. Die waren so kurzer Hype. Es waren eher so Quickies. this year. Bin gespannt. But before that, I want to touch on our plans for the year overall. This season, we're focusing a bit more Ja, ja, on also es wird nicht smaller so viele neue updates Champions to geben, the klar, die parts werden of the alle champion totally broken roster sein, aber that has egal. been left in the dust. We want to continue improving older champions' gameplay Ja, fantasies. Reworks. So we'll be doing more mid-scope Und mit updates Scopes. throughout Let's go, Alter. Das wird meine Season, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich werde mit Nico climben. Ich werde mit Shibana climben. Ich werde mit Jin climben. Ich werde mit allen climben. Hauptsache Gold, Junge. Wir sind im Goldrausch. Im Goldrausch. 2023. And beyond gameplay changes, we'll also be polishing up some of the roster with much needed VO updates for a few of our older champions like Nidalee and Varus, both of whom cross path with some of our upcoming champions. Die beide auf unsere kommenden Champions treffen werden. Oh, okay. Varus? Darkin? Und Nidalee X-Tal? Formwandler? Okay. Darkin und X-Tal. Moment, kriegt Nico jetzt ein... Ich hoffe nicht, dass Nico jetzt Konkurrenz kriegt, was Nidalee angeht, so im Crush-Game. Möglich ist es, weil Riot steht auch so ein Scheiß, glaube ich. Nikos Bruder wäre cool. Oh, aber dann hätten sie Nico gesagt und nicht Nidalee, ne? Aber ein Darkin. Leute, ein Darkin. Wenn Varus auf jemanden trifft, es muss ein Darkin sein. Digga, Aurelion Sol. Ja, bitte. First up this year is Aurelion Sol's CGU. Da habe ich schon was gesehen auf In the Instagram. last Super role geil. piece, we showed you some of the Die neue updated Q? abilities that fans the flame Quasi in Flammenwurf? In Galaxie-Flammenwurf? Galaxieflamme? Dragon Geil. Fantasy.
but we didn't go too deep into the parts of his kit that strengthen his star forging theme. Not only can Aurelian Sol forge stars like a nebula in deep space, but he can now drop them from the sky onto his foes in Summoner's Rift. Geil. Ooh, ouch. As we Ouch. Wenn das nicht meme-tastisch ist, dann weiß ich auch nicht. onto his foes in Ist auch Summoner's irgendwie Rift. cute, wie sie das sagt. Ooh, ouch. Ouch. As we mentioned before in the last video, his new passive causes all of his abilities to Scaling. Let's go. New Passive, Ach, Victor und Syndra haben das auch bekommen. Warum nicht Aurelion Sol? Let's go, Alter. Ich finde es aber Control Range ist aber auch irgendwo ein geiles Gimmick, wenn du sagst, dass sie mit dem Game mitskalieren. Ja. Und vor allem, dass du was dafür tun musst. Ich weiß nicht, ob du dafür was tun musst. Alle Fähigkeiten im neuen Spiel ist größer. Ach, größer! Nicht stärker. Da steht gar nicht stärker, da steht größer. grow in size What? over the course of the game, including his new ultimate. I mean, what's more satisfying than dropping a massive star you forged Jo, in outer let's space go. on someone's head? Okay. We Geil. can't wait to see what Warte mal, you warte mal, forged in warte mal, outer. I mean, Warte grad nicht. what's more satisfying Ne Gravitum, schwarzes Loch, Anziehungsding und dann der Komet, Junge. than dropping Das a Duell massive bekommen. star? Bam! Geil, Alter. Gut, er hat seine Sterne verloren, klar, aber er schmeißt jetzt Sterne. Outer space on someone's head. Geil. We can't wait Lol, war to das see ein stars Autotech? Der forged sieht ja in auch outer der space sieht on jetzt anders someone's aus. head. Wupoing, wupoing. Er schießt es mit seinem Mund, Junge. Ich weiß nicht, ob er das vorher auch schon gemacht hat, aber es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also, okay. We can't wait to see what you all think of the new and improved Starforger, and we hope a lot of you will find a new main with him. Er sieht cool aus. After Aurelion Sol, we'll be releasing some brand new champions. Brand new Champs, let's go. One of our Wo eigentlich Skarner Rework? goals for the past few years has been to make sure we have a champion for Eines unserer Hauptziele der letzten Jahre lautet für ihn, einen Champion zu haben, der ihm Spaß macht. Ja. everyone to enjoy. So we try to have a diverse champion pool that's inclusive of all cultures, genders, and in-game Einfach Kessante-Support, was ist das denn? Aber ja, Kessante ist, glaube ich, auch gay. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ein gay, black, African cultured, ne, Nazuma ist ja so. Also finde ich cool. Also er selber als Charakter ist schon sehr cool, muss ich sagen. Richtig nicer Typ. Nur sein Kit ist ein bisschen weird, aber wie gesagt, skill levels for every Kit ist immer role. was anderes als Champion And selbst. that brings us to our first new champion of the year. Milio? Milio? I'm super excited for all of you to meet our male enchanter. Mail Enchanter! Johannes, come back! Johannes, Mail Enchanter, let's go! X-Tal, das ist der X-Tal Champion. Displaying an incredible understanding of the fire axiom at a young age. Fire Milio Axiom? uses fire not to raise cities, but to soothe wounds. Er ist ein Feuerheiler! Junge Avatar. Einfach Herr der Elemente, was geht? Einfach ein Feuerheiler, es ist ja so geil. Now he Oh nee, ist schon wieder ein Healing Champion. Aber es ist ein Feuerheiler. Könnte so in Richtung Rakan Bart gehen. Aber nicht so Raka Yumi, bitte. Also nicht so exorbitantes Healing, sondern so ein bisschen Healing. So ein bisschen Healing. So ein bisschen Utility Healing. Mit seinem treuen Rucksack, ne? Ich schau. travels to Ishalcan. Ich schau schon. Okay, so. Ich schau schon heißt das. Okay. Das Au betont man nicht so krass. Ich schau schon. Okay. Carrying the hopes and dreams of his family on his back, along with his trusty backpack. He's about to face the biggest challenge of his young life, the Vidalian. His journey to Ishalcan will broaden his horizons and introduce him to new Sehr people and interessant, places, alter Holy. but it'll also bring him closer to Yuntao's darkest secrets. But no matter what challenges come, he'll always bounce back into action and Ey, be das ready klingt for übel his next adventure. cool. Endlich mal nicht so abgespaced. Na, Firi, 2 A's. Ist das der Daken? Ist das die Daken? Ist das eine sie? Ist das sie, oder? After we're done with the adorable enchanter, we're moving on to something a bit edgier. I know some of you love complex champions and novel link skill descriptions. But others wants to focus on macro play and pounce into action Ja. with a straightforward kit. Oh, simpler Set.
Das wird ein Assassin, oder? That sounds like you? Good news. Nefiri Der is a Darkin. person for you. Eine Sie! She's a Let's melee go! assassin made for those Oh of nee, us nicht who want Midlane. Okay, ja doch, Midlane. Jungle wird zu broken. Egal. Assassin für die Midlane? Darkin? Weiblich? Digga, die wird... Wenn die nicht sexualisiert ist, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, wir hatten Bellev, die ist nicht so sexualisiert. This could be the new Sex Appeal Champ. Ich hab so unnormal Bock. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde Midlane Main. Ich muss Midlane Main werden. Nico, Aurelion Sol, Nafiri. Ey, ich muss Midlane Main werden. Sorry, Leute. Ich queue jetzt 5 Stunden für ein Game. Ich werde jetzt Midlane Main. Das reimt sich sogar. focus on the hunt. After awakening from her slumber, her first objective is to track down her darkened brethren. Sie will ihre Her Darken... newfound body, or bodies, Was? Nein! Ein multipler Champion? Ihr neuer Körper oder sind es mehr? Nee. Sind das Ratten? Das sind so Wüstenratten wahrscheinlich, ne? Geil. Okay, dann ist es doch nicht sexualisiert. Oder es ist eher so ein Schwarmwesen, die dann sexualisiert ist. Es ist Riot Games, Leute. Die müssen ja auch Skins verkaufen, ne? Die haben bis jetzt noch keinen Champion genannt, der irgendwie Skins verkauft, ja? Also legit nicht. Die müssen noch einen Champion nennen, der Skins verkauft. Das ist der Champion, der Skins verkauft, glaube ich. Die kriegt safe 5 Skins im ersten Jahr, ich sag's wie es ist. Oh mein Gott. Das könnte so ein geiler Champion. Simple Set, Assassin, Darken. Ich hab so Bock. Wir haben ja schon im Dings letzten Jahr gesehen, haben wir das Messer gesehen. Also sie wird auf jeden Fall ein Messer haben. Es war klar, dass es ein Darken ist. Ich hab so unnormal Bock. down her darkened brethren. Her newfound body, or bodies, seems like a cruel twist of fate at first, but they Grausamer prove useful Schicksalsschlag, for aber er weiß jetzt locating nicht, her im Namen fellow Jesu, zumindest zu Darken, dem eine Quelle der and Weisheit. as a source of wisdom. After all, it's always better to hunt in a pack. Rudel, wie. Im Rudel, Junge! Es ist ein Multi-Champion. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Ein Champion, der aus mehreren Dingen besteht. Also aus mehreren Schwarm-Dingen. Also aus einem Schwarm, ein Schwarm-Champion. Ich bin sehr gespannt. Die hat safe 3 Dashes, einen brokenen Spell und eine Menge Damage. Klar, ist ein Assassin, was sonst? I have some bad news though. Oh. Unfortunately, Nefiri is the only champion this year without a shirt. Ich meine, gut, Dragons tragen ja nie was. Ne? Aatrox, Kayn, wobei Kayn, Ras trägt nichts. Das klingt ja so weird. Though. Sie ist der einzige Champion in diesem Jahr ohne Hemd. Das ist einfach ein Meme jetzt mittlerweile, muss man sagen, dass die, also hier, ne, Akshan und so, Viego und so, die hatten alle kein Hemd. Das ist ja so ein Meme-Ding geworden. Hat Graves ja auch schon gesagt. Sag mal, trägt hier keiner ein Shirt oder was? Ne, so ungefähr. Sie wird der einzige Champion ohne Hemd. Also, wenn ich gut aussehen, dann bin ich da jetzt nicht so, ne? Bin ich jetzt nicht so. Nefiri is the only champion Ja, this okay, dass year der andere Typ without ein Hemd tragen will, war mir jetzt hoffentlich without a shirt. klar. We know how much you all love abs, so don't worry. We'll be looking for more opportunities next year. Was? Im Jahr darauf gibt es dann mehr Gelegenheiten? Abs? Bauchmuskeln. Skana! Den gibt es tatsächlich noch. Das heißt, wir kriegen jetzt dieses Jahr nur 2 Champions? Milio und Nafiri? Wow. Na gut, dafür mehr Mid-Scopes und Reworks. Also ich hoffe, wir kriegen Skana, Aurelion Sol, Nico und den ganzen anderen Bums, ja. Bin gespannt. Skanas visuelle It's been a while Spieltechnik. since we spoke about everyone's favorite crystal scorpion. Das ist der einzige Kristallskorpion, den wir... Egal. The Skarner VGU team has started Der exploring Skana? Was? everyone's favorite crystal scorpion. The Skarner VGU team Der has Skana VGU-Team. Das klingt auch schon so wack. started exploring ways to dial up his scorpion fantasy. At Klingt so this stage, falsch. we're leaving no arthropod hiding stone unturned to find exciting themes, kits, and stories. Aber das We'll be das releasing sieht a schon alles devlog schon later sehr this cool year aus. with more information on his progress. Looking further out,
We also have a hangry jungler and an artistic mid laner. Hangry Jungler und ein artistischer Midlaner. Das sind die Apps, die Bauchmuskeln, Leute. Kommen Who are nächstes Jahr, looming in Junge. the distance. They're a bit too early to talk about Ja, die at the kommen am moment, Ende des but Jahres wahrscheinlich. look out for future teasers. That's all for me today. Okay, I'll doch nicht hand so. it back to Riot Brightmoon for some final thoughts. That pretty much wraps up things for today. But I do have one small update I want to share before we go. For years, you've been asking us for the ability to play League in any language, no matter where you are. I'm happy to share that later this year, you'll be able to select your language in League settings. We hope this makes your experience a little bit more enjoyable, no matter where you're playing from or what language you Danke. speak. Das ist schon längst überfällig I also gewesen. want to remind everyone who has Xbox Game Pass to link it to your Riot account. This way, you can unlock every champion for free and get a 20% experience boost for as long as it's active. We have a lot more in just give store me- for this year, and we cannot wait to share more later. Thank you so much for watching. Best of luck on your climb, and I'll see you on the Rift. Geil. Geil. Ey. Wie kann League of Legends nicht das beste Game sein, das... Also, okay, das beste Game vielleicht nicht, aber es ist eines der besten Games, wirklich. Es ist ja unnormal belohnt. Ich meine, du könntest einfach mickrige Changes machen und Fat Money einsagen. Oder halt nur Skins produzieren und Fat Money einsagen. Machen sie auch, muss man zugeben. Aber du kannst auch einfach ein geiles Game machen. Jedes Jahr aufs Neue. Ich bin sehr positiver Stimmung. Es macht mich glücklich, mit Scopes zu lesen. Es macht mich glücklich, die neuen Champions zu hören, auch wenn sie wahrscheinlich giga-broken werden, weil also männlicher Healing Enchanter und ein simpler Assassin für die Midlane. Ja, damit erfindest du jetzt das Rad vielleicht nicht unbedingt komplett neu, aber vielleicht eine neue Nische. Ne? Neue Fans, neue Combinations. Ich meine, die Champions sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können, wahrscheinlich. Auf einer 4 habe ich unnormal belohnenden Bock und ich hoffe, dass man sie ein bisschen junglen kann. Ist ja schon sehr geil. Also, der neue Jungle erlaubt ja es eben zu junglen. Also, sowieso. Wenn die das nicht großartig verändern. Na, Viri Jungle, ich sag's, wie es ist, Alter. Ich mach mir wenn es ein geiler Champion ist, ich mach mir einen zweiten Account, Digga. Nee, Nico mit Scopes, ich bin sehr gespannt. Aurelion Soul Rework, boah, ich will das spielen, da hat man echt, also das sind coole Sachen. Unnormal belohnt, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf meinen Grind. Ich hoffe, ich krieg den Grind einigermaßen hin, dass ich einigermaßen regelmäßig Ranked spiele. Abnormal belohnt. Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingswort, also mit Scope. Ist so ein Wort, das mag ich sehr, sehr gerne mittlerweile. Und ich würde sagen, das war's. Könnten wir uns das Remus anschauen, aber ich will irgendwie nicht. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss hier. Ich bedanke mich fürs Anschauen der Reacts. Ich weiß nicht, ob ich die schneiden werde oder ob ich ein großes React draus mache. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ich könnte jetzt League spielen. Aber leider ist noch nicht Grind-Time. Es macht keinen Sinn, jetzt League zu spielen. Am I playing League right now? I don't know. To be honest, this doesn't sound too bad. Maybe April, Alter, das ist schon viel. Nee, Aurelion kommt der Ende des... Nee, Aurelion kommt, glaube ich, Februar. Firesub, ja, März, ja doch, könnte wirklich April sein. Stimmt, April, vielleicht Mai. Mein persönlicher Lieblingsping ist der Bait-Ping. Ha, 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 Bait, ha, 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 lol. Tatsächlich mein Lieblingsping nicht der Bait-Ping, sondern der Fight-Ping. Auch wenn ich aus Versehen immer da draufklicke. Aber egal, was mache ich hier? Ich stream noch. Egal. Ciao.